Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, heute ist der 5. Welttag der genitalen Selbstbestimmung. Worldwide Day of Genital Autonomy 2017 here in Cologne. Und er wird weltweit gefeiert. Heute feiern unsere Freunde in Sydney, in New York City, in Washington, in San Diego, in Los Angeles und San Francisco. Alle feiern den Welttag der genitalen Selbstbestimmung für die Rechte aller Kinder, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und Tradition, auf körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung. Mein Name, gerne, klatscht. Mein Name ist Viktor Schiering, ich bin Vorstandsmitglied von Mogis e.V., eine Stimme für Betroffene, einem Verein von Betroffenen von Eingriffen in die sexuelle Selbstbestimmung im Kindes- und Jugendalter und Sprecher des Facharbeitskreises Beschneidungsbetroffener im Mogis e.V., wo sich Männer verschiedener Herkunft und Kulturen zusammenschließen und organisieren, die von einer im Kindesalter erfolgten Vorhautamputation negativ betroffen sind. Was war das Kölner Urteil vor 5 Jahren? Zum ersten Mal wurde auch Jungen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung direkt an ihrem Genital ausgesprochen. Damit verschwand ein blinder Fleck in der Wahrnehmung, auf einmal in der Rechtsprechung, ausgesprochen durch ein Landgericht hier in Köln, dass man hier nicht wegschauen kann, quasi so zu tun, als würde das Recht auf körperliche Unversehrtheit bei Jungen, nur exklusiv bei Jungen, an ihrem Genital aufhören. Und somit ist dieses Symbol des Kölner Urteils seitdem ein Zeichen der Hoffnung weltweit geworden. Es wird wirklich weltweit wahrgenommen von Menschen, die sich um dieses Thema kümmern, dass wir hier weiter Aufklärung betreiben müssen und dieser Blindspot aus der Wahrnehmung verschwinden muss, denn jedes Kind ist gleich viel wert. Wir freuen uns sehr, sagen zu können, dass dieser Jahrestag jedes Jahr in mehr Ländern von mehr Organisationen unterstützt wird. Wir sind diesmal 45 Organisationen aus 11 Ländern auf 5 Kontinenten, die sich zu dieser Charta des Welttags der genitalen Selbstbestimmung bekennen. Und wir können auch sagen, dass wir dieses Mal noch mehr Gäste hier vor Ort haben, aus vielen Ländern der Welt. Ganz besonders möchte ich unsere Gäste aus Afrika begrüßen, die heute hier sind und von ihrer Arbeit erzählen. In Afrika stellt sich eine ganz besondere Problematik, weil unterstützt mit westlichen Geldern der WHO, der Bill Gates Stiftung und sogar Organisationen wie UNICEF dort Massenbeschneidungen an Kindern stattfinden zur vermeintlichen HIV-Prophylaxe. Das ist ein ganz besonderes Problem und zeigt, wie weit gestreut, wie weit gefächert dieses Thema eigentlich ist und sich überhaupt nicht auf einzelne kulturelle, religiöse Minderheiten, zum Beispiel in Deutschland, beschränkt, sondern sehr, sehr viele Menschen betrifft, die aus unterschiedlichen Gründen davon betroffen sind und in ihren Rechten verletzt werden. Ich möchte ein paar Worte sagen zu einigen Themen, Aspekten, die viel in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Es geht ja oft um Toleranz. Man sagt, man muss tolerant sein, was andere Menschen vielleicht tun. Da muss ich erst mal sagen, dieses Thema Vorhautamputation in Deutschland ist ein Thema, was quer durch die Gesellschaft geht, was überhaupt nichts primär mit Minderheiten zu tun hat. Die größte Gruppe von Betroffenen in Deutschland sind Männer wie ich, die aus vermeintlichen medizinischen Gründen im Kindesalter beschnitten wurden und das in der Regel unnötigerweise erfolgte. Das ist ganz wichtig, damit man versteht, dass es hier nicht, wie oft behauptet, um ein Thema einer Mehrheitsgesellschaft geht, die sich erdreistet, über Minderheiten zu urteilen, sondern dieses Thema kann jeden Menschen in Deutschland betreffen. Als selber Betroffener, als Eltern, als Vater, als Verwandter, der auf einmal mit solchen Fragen konfrontiert wird und in der Regel wenig dazu bekannt ist, was eigentlich hier anatomisch vorliegt bei dem Organ, wozu es da ist. Das sind alles Themen, die die Medizin am besten beantworten kann und deswegen sind wir ja auch so dankbar für die jahrelange Kooperation mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, der heute hierzu auch wieder sprechen wird. Toleranz. Wer ist eigentlich tolerant, frage ich mich mal. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, dieses Thema ist vielleicht wichtig und ich finde das irgendwie auch nicht so schön, wenn man das Kindern aufzwingt, aber ich möchte mich da lieber raushalten. Dazu möchte ich sagen, tolerant ist immer
nur dann richtig, wenn man selber die Verantwortung für sein Tun übernimmt, selber dafür arbeitet. Und jedem, der meint, sich hier raushalten zu können, keine Haltung für den Schutz von Kindern zu entwickeln, der soll bitte ein nahes Klinikum aufsuchen. Jeden Tag werden Kinder in Deutschland, Jungen eingeliefert, die stationär nachbehandelt werden müssen wegen Folgen von Vorortamputationen. Er soll bitte an ein Bett gehen, wo so ein Kind liegt und ihm sagen, weißt du, lieber Junge, ich konnte dich leider nicht schützen und nichts dafür tun, denn ich bin tolerant. Aber nicht dir gegenüber bin ich tolerant. Ich trage nicht die Verantwortung, sondern du musst sie jetzt tragen. Du musst mit deinen Schmerzen, mit den möglichen lebenslangen Folgen für deine Sexualität dafür herhalten, dass ich mich besonders tolerant fühle. Und das müssen wir wissen. Wir müssen die Maske von dieser verlogenen Form von Toleranz hinunterreißen und uns immer wieder fragen, wer zahlt den Preis dafür? Das zweite Thema, was auch immer kommt, ist die Neutralität, so etwas Ähnliches wie Toleranz. Man möchte sich dazu nicht äußern. Und da möchte ich sagen, es gibt zu diesem Thema keine Neutralität. In dem Moment, wo man sich nicht klar für den Schutz von Kindern, die sich nicht selber schützen können, einsetzt, stützt man diejenigen, die sich selbst sehr gut verteidigen können, nämlich die Erwachsenen und ihre Interessen da auch vertreten. Es gibt keine Neutralität. Und deswegen muss man auch die Maske von diesem Mythos der möglichen Neutralität herunterreißen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, heute ist kein Tag, um sich mit den Mustern und den Argumenten, den Gegnern der Kinderrechte auseinanderzusetzen, sondern dies ist ein Tag für uns, für unsere Argumente, für den Kinderschutz. Und wir sind diejenigen, die auf der Seite derjenigen stehen, die sich nicht selbst schützen können, nämlich die Kinder. Wir sind auf der Seite derjenigen, die für Gleichheit aller Menschen stehen, für keine Kompromisse in Sachen Kinder- und Menschenrechte. Und wir laden auch endlich die Organisationen in Deutschland ein, die sich vermeintlich für unteilbare Kinderrechte einsetzen und an manchen Gedenktagen da auch den Mund sehr voll nehmen, sich endlich solchen Tagen wie dem heutigen anzuschließen und endlich auch mal zu antworten, wenn wir sie einladen zu diesem Tag, zumindest Anzeichen zu geben, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich warte auf Signale des Deutschen Kinderschutzbundes zum Beispiel, auf das Deutsche Kinderhilfswerk. Das sind Vereine, die den Mund voll nehmen, aber wenn es darauf ankommt, auch wirklich gesellschaftliche Konflikte und schwierige Diskussionen in Kauf zu nehmen, vielleicht ein angenehmes Gefühl von Toleranz auch zu verlassen, nämlich wegschauen und nicht da sind. Und das dürfen wir nicht mehr akzeptieren. Meine Damen und Herren, wir sind heute viele, aber in Wirklichkeit sind wir noch viel mehr. Denn es gibt Betroffene, die so stark lebenslang an den Folgen von Vorortamputationen leiden, dass sie gar nicht zu so einer solchen Veranstaltung kommen können. Und auch mit denen sind wir heute im Geiste, sie begleiten uns auch. Das muss man immer wissen. Das ist kein Thema, wo man leichtfertig auf die Straße geht und darüber spricht. Auch für mich ist es kein besonderer Kick, hier zu stehen und sozusagen über den Zustand meines Genitals, worunter ich leide, Auskunft zu geben. Und viele können das gar nicht und das müssen wir im Kopf haben. Die sind heute auch bei uns und zwar weltweit. Ich habe heute mit Freunden in Israel gesprochen, in den USA, die uns heute begleiten und auf unserer Seite sind. Auch das müssen wir immer wieder in die Öffentlichkeit bringen.